Hallo, schön, dass du auch zu diesem Video wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir die Blockflötenfamilie vorstellen. Oft wissen wir gar nicht, dass es außer der einen Blockflöte, mit der wir alle anfangen, noch andere gibt. Lass dich also überraschen und lerne auch die anderen Mitglieder der Blockflötenfamilie kennen. Die Blockflöte, die du hier siehst, hat die gleiche Größe wie die, die du auch zu Hause hast. Manchmal gibt es sie auch aus Plastik, aus hellem Holz, hier ist sie aus dunklem Holz und sie klingt folgendermaßen. Ihr tiefster Ton ist dieser hier. Und einer der höchsten Töne klingt so. Kommen wir nun zur nächsten Blockflöte. Die Altblockflöte ist, wie du siehst, ein wenig größer als die Sopranblockflöte von eben. Und jetzt darfst du einmal hören, welche Auswirkungen das auf den Klang hat. Auch hier spiele ich dir zunächst den tiefsten Ton vor und dann einen der höchsten. Du hörst vielleicht jetzt schon, dass diese Blockflöte etwas tiefer, etwas dunkler klingt als die Sopranblockflöte. Kommen wir nun zur nächsten. Wie du siehst, ist die Tenorblockflöte noch größer als die beiden Vorgänger. Wenn wir jetzt der Logik von eben folgen, müsste diese Blockflöte also dunkler klingen. Wir hören mal hin. Hier klingt der tiefste Ton so. Und einer ihrer höchsten Töne klingt folgendermaßen. Du merkst also, je länger eine Blockflöte ist, desto tiefer wird sie. Schauen wir uns nun eine noch größere Blockflöte an. Die Bassblockflöte, die du jetzt siehst, sieht noch etwas anders aus als ihre Vorgänger. Sie ist wieder größer, aber sie hat auch dieses Rohr oben, welches benutzt wird, damit man sie entspannter anblasen kann. Ich blase also unten in das Rohr hinein und die Luft wird durch das Rohr oben in die Blockflöte hineingeführt. Was man auch noch sieht, sind diese goldenen Klappen. Die sind dazu da, dass man ohne Probleme die Löcher zuhalten kann, denn manche Löcher sind so weit entfernt, dass meine Finger zum Beispiel gar nicht lang genug wären, sie alle zuzuhalten. Hören wir einmal, wie diese Blockflöte klingt. Der tiefste Ton auf der Bassblockflöte klingt folgendermaßen. Sie ist also schon wirklich sehr tief. Einer der höchsten Töne klingt so. Wenn man diese 4 eben vorgestellten Blockflöten, Sopran, Alt, Tenor und Bassblockflöte, miteinander spielen lässt, nennt man dies Blockflötenquartett. Folgendes Hörbeispiel aus dem sogenannten Quartett der Mäuse soll dir zeigen, wie dies klingt. Das komplette Quartett der Mäuse findest du auf meinem YouTube-Kanal. Jetzt habe ich dir die 4 wichtigsten Vertreter der Blockflötenfamilie gezeigt. Es gibt allerdings noch größere Blockflöten, zum Beispiel so eine, wie du hier siehst. Da ich diese leider selber nicht zu Hause habe, kann ich dir kein Klangbeispiel dazu vorspielen. Und es gibt noch kleinere Vertreter. Diese Blockflöte, die jetzt neu dazugekommen ist, nennt man Sopranino. Sie ist also eine kleine Sopranblockflöte.
Und da wir ja gelernt haben, je größer die Blockflöte, desto tiefer und dunkler klingt sie, können wir auch sagen, diese kleinere Blockflöte muss ein wenig höher klingen als die Sopranblockflöte. Ihr tiefster Ton klingt so. Und einer ihrer höchsten Töne ist schon recht hoch. Aber auch dies war noch nicht die kleinste Blockflöte. Die kleinste Blockflöte siehst du jetzt. Diese Blockflöte nennt man gar klein. Weil sie so klein ist, du siehst vielleicht, dass sie nur halb so groß ist wie die Sopranblockflöte, klingt sie schon sehr, sehr hoch. Ich spiele sie dir einmal vor. Sogar der tiefste Ton ist bereits sehr hoch. Und der höchste Ton ist nun wirklich sehr hoch. Jetzt hoffe ich, dass dir dieses Video über die Blockflötenfamilie gefallen hat und du ein paar neue Sachen kennenlernen konntest. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.